Das Projekt Koralmbahn ist eine Eisenbahnneubaustrecke zwischen Graz und Klagenfurt und ist sozusagen die östlichste Alpenquerung in Europa. Bemerkenswert ist doch, wir haben in diesen 3 Jahrzehnten alle unsere Leistungen, nachdem es sehr große Aufträge sind, EU-weit ausgeschrieben. Im Gesamtzusammenschau sind weit über 90% dieser Vergaben an österreichische Unternehmen gegangen. Das zeigt schon, dass Österreich ein sehr kompetentes Ingenieur-Know-how hat und gerade im Bahnbau auch weltweit im Top-Segment mitspielt. Also wir befinden uns hier im Herzstück der Koralmbahn, das ist der Koralmtunnel. Der wesentliche Teil der Koralmbahn, die mit dem Fahrbahnwechsel 2025 dann in Betrieb gehen wird. Das heißt, diese Verbindung Graz-Klagenfurt ist dann in 45 Minuten möglich. Bei dieser Arbeitsgemeinschaft haben wir sehr schnell festgestellt, dass uns mit Romberg-Sersa eine ähnliche DNA verbindet. Ich glaube, das Besondere an dieser AG ist, dass man wirklich ein sehr gutes Klima zwischen den beiden AG-Partnern hat. Und dass man wirklich sehr fokussiert ist, lösungsorientiert zu arbeiten und dass man versucht, aus beiden Mutterhäusern die besten Leute hierher zu schicken, um ein Optimum rauszukriegen. Also wir als Arbeitsgemeinschaft Romberg und Bohr haben den Auftrag bekommen für 2 Lose. Das ist einerseits der Bau der festen Fahrbahn plus die Bau der Ausstattung der Tunnelröhren. Das sind rund 66 Kilometer feste Fahrbahn. Dazu gehört dann auch die Erstellung des Randweges und der Bankette. Die Arbeitsgemeinschaft Bohr, Romberg, Sersa, Railgroup hat uns sehr überrascht mit ihrem Ansatz eines Portalkrans, den wir auf der Baustelle als weißer Riese bezeichnet haben. Eigentlich ein Novum in Europa, die Möglichkeit, 3 Platten auf einmal zu transportieren und zu verlegen. Das muss man sagen, war ein ziemlich innovativer Ansatz. Insbesondere bringen wir mal die komplette Montage- und Ausführungsplanung aller technischen Gewerke. Zudem rüsten wir die kompletten 2 Tunnelröhren technisch aus. Wir rüsten 69 Querschläge aus, die die einzelnen Tunnelröhren miteinander verbinden. In der Mitte zentriert ungefähr die Nothaltestelle. Die größte Herausforderung bei dem Projekt ist die Logistik. Was ist zu tun, was muss in den Tunnel? Ja? Welche Fahrten sind aktuell im Tunnel? Welche müssen durchgeführt werden? Wer fährt zuerst rein? Zum Beispiel die Logistik-App hat uns sehr geholfen, unsere Materialien pünktlich und an den richtigen Ort in den Tunnel zu liefern. Zu Spitzenzeiten arbeiten an diesem Projekt bis zu 600 gewerbliche Mitarbeiter und ca. 70 angestellte Mitarbeiter, die diesen Bauablauf gewährleisten. Die Arbeitssicherheit ist ein besonders wichtiger Aspekt bei unserem Projekt. Arbeitsplatzevaluierungen, Gefahrstoffelvaluierungen, Unterweisungen. Uns ist es besonders wichtig, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein sicheres Arbeitsumfeld haben. Um ein Projekt dieser Größenordnung erfolgreich realisieren zu können, benötigt es den Einsatz von digitalen Arbeitsmethoden. Also die Ausrüstung am Koralmtunnel ist das erste Großprojekt der ÖBB, das in BIM ausgeschrieben und abgewickelt wird. BIM steht für Building Information Modeling. Das ist eine Methode, um Informationen unter allen Beteiligten auszutauschen, zu verarbeiten, darzustellen. Das heißt, wir planen und modellieren die gesamte Anlage als 3D-Modell. Das BIM-Modell gibt uns einen Gesamtüberblick über die eingebauten Materialien, über die eingebauten Elemente, die man nicht jetzt aus einem 2D-Plan erschließen könnte. BIM lebt immer von Baustelle. Das heißt, wir müssen immer auf der Baustelle auch rückmelden, was es hier an Änderungen oder auch
Fortschritte gibt. Und dadurch schaffen wir einen Wissenstransfer von der Baustelle zu den Stammhäusern und wieder zurück. Ein solches Projekt hat natürlich sehr viele Herausforderungen und es ist sehr schwer, eine einzelne dabei hervorzuheben. Lean ist ein Schlagwort, das man in letzter Zeit sehr oft findet und diese Methode wurde natürlich auch hier auf der Baustelle angewendet. Dank dem Pioniergeist und dem Einfallsreichtum jedes Einzelnen setzen wir gemeinsam mit unserem Auftraggeber, der ÖBB, neue Maßstäbe für eine spannende Zukunft. Und warum konnten wir gemeinsam dieses Ziel erreichen? Weil, glaube ich, alle betroffenen Personen, also seitens der ÖBB, wie auch von der Firmenseite, von der BOR, von Romberg Sersa, alle doch das gleiche Ziel verfolgt haben, gemeinsam den Tunnel fertigzustellen, in Betrieb zu nehmen, erfolgreich zu sein. Und ein sehr erhebender Augenblick war natürlich, nachdem dann die feste Fahrbahn eingebaut worden ist, die erste Fahrt durch diesen Tunnel, wo man dann eben auch spüren konnte, dass man schienengebunden von Kärnten in die Steiermark kommt und natürlich auch wieder zurück. Stolz macht mich mit Sicherheit, dass ich Teil von was ganz Großem sein kann, das nicht nur für uns Mehrwert bringt, sondern auch für Generationen danach auch einen Mehrwert bildet.